Hallo liebe Kastenbike-Freunde, ich bin der Andreas von Thunderbike, das ist meine Tochter Kim. Hi. Ich habe vor 35 Jahren die Firma Thunderbike gegründet und ja, mittlerweile sind wir ein prächtiges Unternehmen und wir sind spezialisiert auf Custom-Bikes. Ja, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt unserer ganzen Tätigkeit hier. Wir sind natürlich auch der Harley-Händler, aber unsere Specials sind die wirklichen Thunderbikes, also die wir auch umbauen. Und wir haben ein ganz besonderes Projekt jetzt abgeschlossen gerade eben. Wir beide zusammen, natürlich mit Unterstützung von den Mitarbeitern hier, klar, ohne die würden wir das nicht schaffen. Battle of the Kings 2020 mit einem neuen Titel. King of Kings, das heißt, dass nur die Händler teilnehmen können, die auch schon mal für ihr Land gewonnen haben. Also in dem Fall wir. Wir haben zweimal gewonnen für Deutschland und es gibt auch neue Regeln. Das heißt, wir haben kein Budgetlimit, was in den letzten Jahren der Fall war. Dementsprechend konnten wir auch so viel machen, wie wir jetzt hier stehen haben. Und Basis musste ein Sportster sein, egal welches Baujahr. Nicht ganz. Wollte eine Evo-Sportster sein. Evo-Sportster, ja genau. Ganz genau. Ja. Und der Rahmen durfte nicht verändert werden. Genau, der Rahmen durfte nicht verändert werden und die Schwinge musste auf jeden Fall in Funktion bleiben. Ja. Und haben wir uns natürlich daran gehalten, logischerweise. Wir haben ein etwas älteres Modell ausgesucht. 95. 95er, weil die älteren Modelle eben etwas schmaleren Rahmen haben, zum einen. Und zum anderen natürlich viel weniger Elektronik an Bord haben. Was uns Customizer natürlich die Arbeit leicht macht. Gerade wenn du so ein cleanes Ding baust, ist jedes Kabel überflüssig, was du unterbringen musst und vor allem jedes Steuergerät. Ja. Und gerade so ein ABS-Steuergerät oder so eine Einspritzung, da kriegst du alles gar nicht vernünftig unter, gerade bei so einem relativ zierlichen Motorrad. Ja. Wir haben uns als Thema so ein Chopper, schmaler Chopper, 70er-Jahres-Style, Easy Rider ausgesucht. So ein bisschen an die Historie von Harley angelehnt, was ich persönlich auch sehr cool finde. Bin aus der Generation und glaube auch, dass es wichtig ist, den Spirit weiterzuführen. Genau. Und zwar nicht, wenn es irgendwann schon alt und kalt ist, sondern zu der Zeit, wo es auch noch lebt und wo wir zusammen das auch noch erleben können und bauen können und interpretieren können, wie wir gerade Bock haben. Ja. Und das ist halt mit diesem Projekt super gelungen. Ein bisschen mehr zu den Details. Also wir haben am Anfang die Dimensionen festgelegt, welche Radgrößen, der Radstand, die Gabel. Ja. Also alles das, was so ein Easy Rider ausmacht. In den frühen Jahren hat man ja nicht die Möglichkeiten gehabt, viele Sachen zu verändern, sondern man hat erstmal nur eine lange Gabel eingebaut und das haben wir in dem Fall auch gemacht. Also einfach vorne hoch, hinten runter und schon kriegt man so einen Shopper-Look. Ja. Ist sehr cool. Das sind ja die originalen Räder von der Ironhead gewesen. Genau, also zumindest die Dimension, also von der Breite her. Das Vorderrad ist noch komplett Ironhead, die Gabel auch, nur eben mit längerem Standraum. Ja. Und eben diese schmale Narrow-Glide-Gabel, die alte Sportster hatte, die ich auch sehr schick finde. Nicht so ein High-End-Gerät, aber eben funktioniert und ist schick. Genau, und als erstes oder beziehungsweise dann als zweites zerlegen wir erstmal das Motorrad und schauen erstmal, was wir überhaupt noch nutzen können. In dem Fall war wirklich nur Rahmen und Motor, ein Teil vom Motor, was wir aber auch dann bearbeitet haben und erneuert haben. Und alles, was uns so aufgefallen ist an Lagern und Dichtungen und whatever. Und natürlich haben wir ein neues Finish drauf gemacht. Genau. Also wir haben den ganzen Motor auch Pulver beschichtet, in diesem Wrinkle, dass es wieder schick ist. Und der neue Zylinder haben wir spendiert, die Köpfe überarbeitet und. Dann haben wir mit der Schwinge angefangen. Genau, wir sind mit der Schwinge eigentlich gestartet, nachdem wir die Dimensionen festgelegt haben. Genau. Und das war schon ein Haufen Arbeit. Also da haben die Jungs in der Schlosserei erstmal den Körper gebogen, den grundsätzlichen, was jetzt gar nicht mehr zu sehen ist so richtig. Eigentlich eine Schande. Versehen mit ein paar CNC gelaserten Teilen. Ich weiß nicht, da waren irgendwie über 20 Teile
Und jetzt ist es einfach eine schicke Ein Schwinge. perfektes Teil. Ja. Ja. Also die Schwinge ist schon ein ganz besonderes Stück. Also die Technikfreunde, die können sich das mal angucken und haben bestimmt ihren Spaß damit. Ja. Also da steckt schon viel Schmalz drin. Die funktioniert einwandfrei, gerade die Kettenflucht und Ketteneinstellung ist perfekt. Und ja, die hebt sich einfach von all dem ab, was so in der Oldschool-Welt unterwegs ist. Finde ich super geil. Genau. Ja, Strats und Fender waren auch ein Thema. Ich weiß nicht, wie lange oder wie oft wir die Strats an- und abgebaut haben, hier wieder verändert haben, da wieder verändert haben. Ich glaube, am Anfang waren das, also ein Strat waren 4 Teile. Ja. Das ist ein Bauteil, was wir irgendwie über hatten, haben wir aus dem Lager geholt. Und das machte so einen langen Bogen, dann haben wir das getrennt, haben es gedreht, damit wir dieses Finish gekriegt haben. Doppelt gelegt, nicht doppelt legen. Genau, dann haben wir das zweimal übereinander gelegt, haben die Hälfte hinten wieder abgeschnitten, dadurch ist die Stufe da hinten entstanden. Und dann hatten wir noch so Sissi-Bar-Bügel, ich weiß gar nicht, von irgendeinem alten Projekt. Und die haben wir dann nochmal beschnitten, dass die auch sich dem Radius angepasst haben. Und so ist dann halt auch hinten die Sissi-Bar entstanden. Und ich muss sagen, das ist schon sehr gelungen, schon sehr geil. Ja. Kleine Blinkerchen dabei. Ja, integrierte Blinker. Integriert. Integriert, richtig. Integrierte Blinker. Ja. Ja, sehr geil. Ja. Auch der Öltank, auch von unserem Schweißermeister Jörg, komplett neu designt. Ja, Design. Vorher war ja nur ein bisschen Pappkarton, dann hat der Rainer irgendwann mal gemacht und Genau. gesagt, so kann das ungefähr aussehen. Das ist schon sehr, sehr cool geworden. Ja. Also er macht auch letztendlich aus, dass das Bike so schmal geworden ist. Ne? Dass der Öltank eben normal bei der Sportster ist das die breiteste Stelle. Ja. Batterie ist jetzt unten. Ja. Die Batterie ist eigentlich nicht mehr wirklich zu sehen. Ist aber noch da. Ja. Da ist schon cool. Ja. Der Tank ist auch super geil. Ja, der Tank ist natürlich auch eine Mörderarbeit. Ne? Also der ist ja ursprünglich mal ein Peanut-Tank gewesen, der dann auch nochmal schmaler gemacht werden musste, weil er doch ein bisschen zu breit war. Ja, dazu hat der Jörg den einfach aufgeschnitten, hat er in der Mitte so 4 cm rausgeschnitten und wieder zusammengeschweißt, gedengelt, Boden nochmal neu drunter gemacht. Das ist schon extrem aufwendig. Super geil. Ja. In der Kombination mit dem Trägerteil, was da drunter liegt, natürlich auch komplett Hebt handgemacht nochmal ist. völlig Ja. ab. Also, Ja. Ja, ich finde auch, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Ja. Also gerade dieser Halter, der da auch rundherum nochmal das Ganze so einsäumt in Ja. Chrom und von unten natürlich auch alles schön spiegelt und so, Ja. das ist schon echt geil. Ja. Sehr schön. Ja, über die Gabel und Räder haben wir schon gesprochen. Was mir aber auch noch mal ganz besonders gut gefällt, ist die Bremstrommel hinten, die sich, finde ich, sehr gut mit der Schwinge kombiniert, weil das alles so schön chromi ist. Das finde ich wirklich gut. Und auch der Übergang in das Bremsseil nach vorne unter den Deckel geht. Ja. Und diese Mechanik der Bremse, die haben wir praktisch kombiniert aus der alten hydraulischen Bremse mit der Trommelbremse, haben wir praktisch einen Übergang geschafft durch den Deckel durch. Ich finde ich sehr, sehr Ja. geil. Ja. ja. Der Jimmy, der hat uns einen super geilen Sachen vorbeigebracht. Mega. Ja, also echt mega geil. Ja. Schmiegt sich perfekt an zum Führer. Er hat so einfach das Heck auch vollendet. Ja, Ist so. genau. Ja, wir hatten ja immer eine Vorstellung, dass er so grob sein soll, aber der hat es schon super umgesetzt. Ja. Genauso wie der Chico, der Genau. auch einen mega Lucky abgeliefert hat. Ja. Also super gut. Genau. Und natürlich der Carsten Estermann, nicht zu vergessen, der die ganzen Gravurarbeiten gemacht hat, mit einer extremen Tiefe. Also wirklich cool. Und passt einfach wie Faust aufs Auge. Diese ganzen goldenen Teile mit den Gravuren, die das Ganze oldschoolig machen. Das ist schon sehr geil. Das Thema Lift to Ride mit den ganzen Gold. Ja, das ist schon sehr cool. Details, ne? Was man hier nicht nur beim Vorbereiten, sondern auch beim Zusammenbau immer wieder feststellt, ist, dass nichts, was an dem Motorrad ist, irgendwann schon mal hier gemacht wurde oder dass irgendein Teil aus dem Regal kommt, wo man weiß, oh, da braucht die Schraube, die Schraube, die Schraube. War ja bei Das den Projekten davor so. Da haben wir im Prinzip das Bike auseinandergebaut,
ja, ein, zwei Teile auch produziert extra dafür und dann aber wieder zusammengesteckt. Aber was wir hier gemacht haben, wir haben jede einzelne Schraube ausgemessen. Ja. Da musste das nochmal zum Dreher, da musste das nochmal ein bisschen abgeflext werden. Also jedes Teil, egal gefühlt welche Schraube, die wurde angepackt, gemessen, ja. Wie auch immer. Also so extreme Bikes baut man ja auch nicht oft. Also ja. Ich glaube, wenn wir damit unsere Zeit verbringen würden, würden wir auf gar keinen Fall Geld verdienen. Ja. Weil so ein Projekt kann man eigentlich gar nicht bezahlen. Ja, die ist ja so. Die ist und bleibt ein Sportster und man muss auch da realistisch bleiben. Was wir daran versenkt haben, entspricht auf jeden Fall nicht dem Marktwert von dem Motorrad. Da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn man so macht. Graviert werden, alle Messingteile, oder sollen wir uns nur auf ein paar wenige begrenzen? Und die zweite Frage, die der gerne wissen würde, ob das alles blank werden soll nachher oder auch. Aber ist ein geiles Projekt und hat super viel Spaß gemacht. Genau, ganz viel Spaß gemacht. Wir wollen natürlich damit in den Wettbewerb und haben aus dem Grund natürlich auch alles gegeben. Ja, hat viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Wir wollen natürlich nicht nur den Wettbewerb gewinnen, wir wollen natürlich auch dieses Jahr und die nächsten Jahre auch mit dem Bike auf jeden Fall viel rumkommen. Und dieses Jahr steht erstmal Punta Bagna an. Da waren wir noch nicht, da wollten wir letztes Jahr schon mal hin, haben es aber nicht geschafft. Aber mit dem Projekt wäre auf jeden Fall mal eine geile Nummer. Ja, also ich hatte auch auf der Custom Bike Messe, haben wir ja schon darüber gesprochen, die Idee Punta Bagna. Ja, und dann die ganzen Langgabler gesehen, die da jetzt standen, von Bike Farm und von Maxence, die Kiste. Das war schon. Hat angefixt. Ja, genau. Und war auch mit so einem Grundstein für dieses Bike. Als dann der Wettbewerb dazu kam, da war ja ungefähr so die Zeit, als wir wussten, okay, ja, wir machen mit. Und deshalb fand ich das auch gut, dass wir dann das Thema so auch umgesetzt haben. Ja. Das ist echt cool. Ja, und dann Punta Bagna, willkommen. Genau. Das Coole ist halt auch, da gibt es natürlich auch eine Bike-Show, aber man kann halt nur an der Bike-Show teilnehmen, wenn man auch wirklich diesen, ich glaube, um die 2000 oder höher Meter den Berg hochkommt und dann kann man halt erst teilnehmen. Und das sortiert auf jeden Fall die Trailer Queens aus. Ja, und wir haben auf jeden Fall keine Trailer Queen, wir wollen auf jeden Fall dahin fahren und vielleicht auch ein paar Kollegen unterwegs besuchen mit ein paar Kumpels. Macht das natürlich auch nochmal mehr Spaß. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das aussieht, aber wir werden sicherlich ein paar Leute noch unterwegs besuchen auf dem Weg dahin und natürlich den Berg hochfahren. Ja, und dann für alle, die da sind, dann sehen wir uns spätestens da. Und eine ganz wichtige Sache noch, damit wir nicht vergessen, das Ganze wird ja wieder online von Harley-Davidson ausgeschrieben und gewotet. Das ist eine weltweite Geschichte. Genau. Und ganz wichtig ist natürlich, dass ihr wieder für uns votet. Wenn ihr unser Bike genauso toll findet wie wir auch. Ja. Wo wir natürlich von ausgehen. Genau. Logischerweise. Voten. Ja. Ihr könnt natürlich das Bike auch hier bei uns bei Thunderbike begutachten. Genau. Steht hier im Laden normalerweise, wenn wir nicht unterwegs sind damit. Genau. Ja, schaut vorbei, guckt es euch an. Und vergesst nicht zu voten. Ciao.